entschieden, heute Deutsch zu sprechen. J'ai décidé de parler aujourd'hui. Die École des Sables ist ein wichtiger Projekt- und Produktionspartner gewesen. Wir haben das Projekt miteinander gemeinsam entwickelt mit Helmut Vogt und Germain Acogny vor ungefähr 2,5 Jahren. Die École des Sables ist ein Ort in der Nähe von Dakar. Man könnte sagen, es ist ein choreografisches Zentrum. Die vermitteln zeitgenössischen afrikanischen Tanz, traditionellen afrikanischen Tanz, die Technik von Germain Acogny. Und ich glaube, dieses Zentrum wirkt mittlerweile auch ganz, ganz wichtig für ganz Afrika und auch in der Verbindung mit Europa. Es gibt verschiedene Studios dort vor Ort. Es gibt mal diese Studie Alofo und das ist benannt nach der Großmutter von Germaine Acogny. Die war eigentlich sozusagen so etwas Ähnliches wie eine Voodoo-Priesterin, könnte man sich das jetzt vorstellen. Also da gibt es auch schon sehr, sehr viel Verbindung zu ganz alten, archaischen Wurzeln, was auch immer wahnsinnig interessant ist, weil man spürt das dort auch. Das wird auch mitvermittelt auf eine Art und Weise. Das sind Dinge, die wir in Europa vielleicht sehr, sehr aus unserem Leben ausgegrenzt haben. In Afrika ist es noch lebendig und das ist auch schön, da einen Kontakt dazu zu haben. Diese Studie Alofo ist mit Sand gefüllt. Es gibt ein Zeltdach darüber, Stelen aus Metall und man guckt wieder auf die Lagune und man tanzt dort in dem Sand. Und es ist anstrengend, in den Sand zu bewegen, sich da drinnen zu bewegen, dort drinnen zu springen. Wir haben dort unseren afrikanischen Tanz gemacht. Actually, I am really tired because we were dancing like 7 hours a day doing African dance with a lot of teachers. But I learned a lot. Das zweite Studio heißt Henriette und es ist ein Studio mit einer Bühne, mit einem Zuschauerraum da drinnen und dahinter hat man einen Blick auf die Lagune, das heißt es ist hinten offen, wieder überdacht und es ist ganz schön, weil das ist wie ein lebendiges Bühnenbild, wenn die Vögel hinter vorbeiziehen, der Wind reinkommt, es ist sehr, sehr offen und hat eine ganz, ganz besondere Atmosphäre und auch dort konnten wir sehr, sehr oft arbeiten und haben dort auch eine Vorstellung gezeigt, die dort präsentiert und ist auch wieder ein ganz, ganz besonderer Ort. Wo hat man das schon? Eine Bühne, die offen ist, mit so einem Blick nach hinten, der sich kontinuierlich mit natürlichem Licht verändert. Eigentlich das, was man sich auf der Bühne in unseren Häusern irgendwie wünscht, was man dann technisch erstellt, funktioniert dort auf ganz natürliche Art und Weise. Who are we? Where do we come from? Because also at the same time, the word home in English doesn't refer to a house. It doesn't refer necessarily to the city where we're living today. It also refers to origin, where it is that we come from. It refers to maybe also a place where we lived for a long time, coming from Kenya, from Africa. And I live in France as well. I mean, I was born in Kenya and raised in Kenya. I lived a certain number of years in the United Kingdom, in London as a student. For 15 years now, I have been living in France and still working in Kenya and going back and forth. Sometimes when people ask me, where do you come from? Where do you come from means where do you live? Does it mean where do you live every day? Where do you work every day? Or does it mean where you were born? And there's this sort of home getting split, fragmented into different places, which are kind of, for me, simultaneous. I still think that, I mean, for most people coming from Africa, in Kenya at least, that home is the ancestral home, where your parents came from before they went to work in the city. Ich habe mir den Körper als eigentliches Zuhause, als
Thema genommen, weil ich glaube, dass das Zuhause ist, das wir mit uns mitnehmen, wo wir wirklich leben. Das heißt, mein relevantes Zuhause ist nicht, wo ich in Österreich geboren bin, ist auch nicht meine Familie, die sind Teil von dem und das steckt in meinem Körper drin, wie ich lebe und mit meinem Körper nehme ich mein Zuhause mit und setze das immer wieder sozusagen in Kontakt mit neuen möglichen Zuhause, so denke ich. Und so haben wir auch versucht, ein bisschen die Choreografie aufzubauen und zu entwickeln. Und wenn ich jetzt sage mein Körper, dann heißt es, was steckt da drinnen? Dann heißt es auch, was hat der gelebt? Welche kulturellen Codes sind da drinnen? Und über Improvisation haben wir versucht, uns da anzunähern, wirklich in einen ganzen intensiven Dialog mit seinem eigenen Körper zu kommen, den in Dialog zu stellen mit anderen und daraus irgendwie Situationen, Emotionen, Formen, Bewegungen rauszuformen, die dann in das Stück eingeflossen sind. Ich weiß nicht, ob die Tänzer so viel Erfahrung gehabt haben in der Improvisation. Ich habe festgestellt, dass es überhaupt kein Problem war. Die haben immer ganz, ganz viel gegeben, ganz, ganz viel entwickelt. Das Wichtige oder der Prozess ist danach gewesen, eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, was tun wir in dem Moment gerade, woraus entsteht es, worüber erzählt es oder was kann das erzählen. On va faire mon ami l'expérience. In my own personal case, situation, I have this feeling that home is these different places. And it is not nomadism. Because for the nomadic populations in East Africa, like the Maasai, where is home for them? Because they have a relationship in which they move with whatever they own, with the animals, of course, but in terms of building, house, things, they move with the little that they have from place to place with the change of seasons. And therefore, the notion of home for them sort of must be something that is not fixed in one place. What does that mean about the notion of owning something, or owning land, ownership of land, of property? Perhaps home is a sort of architecture of relationships, of evolving relationships between people and places, between people and environments. A kind of evolving architecture that is multiple, fragmented, and kind of shifting all the time. Für mich zu Hause, das ist, wo ich hinzugehört. Und das könnte zum Beispiel hier sein, in Senegal sein oder in Taiwan sein oder in Deutschland sein. Es ist eigentlich, macht keinen großen Unterschied. Aber ich muss mich sicher wohlfühlen. Il y en a beaucoup de chorégraphes dans le monde et chaque chorégraphe a sa technique. La technique de Helge, c'est une technique bien sensible, bien profonde. C'est différent avec les autres techniques. Moi, par contre, c'est la première fois que je fais ce genre de technique. Mais je la trouve intéressante parce que ça m'a permis de développer quelque chose qui était en moi, à l'intérieur de moi. Ça m'a permis à sortir ça. Ça m'a permis aussi de bouger partout, de bien développer un mouvement. Ça m'a permis tant de choses. Et je lui dis merci, merci, merci beaucoup. Und es war interessant, irgendwie diese Dinge irgendwie zu sehen und da einfach tiefer zu gehen mit einer Form von Body-Mind-Centering, BMC. Das ist etwas Neues, was ich reingebracht habe, glaube ich, für die afrikanischen Tänzer. Das kannten die noch nicht so sehr. Und da die Wahrnehmung einfach zu vertiefen und zu gucken, wie können wir zu Bewegung, zu Intention finden, die in diesen künstlerischen Prozess einfließen kann. Oui, le travail avec Helge est très profond, très intéressant, très subtil parce que ce qui est difficile, c'est qu'il faut rester vraiment concentré pour écouter son corps. Et on a travaillé sur le Body Mind Center, qui est une technique développée
que le chorégraphe Helge nous a montré. Et c'est une technique où il faut vraiment écouter son corps et rentrer au fond de soi et découvrir les points essentiels. Moi, je trouve très intéressant parce que ça nous permet de bouger autrement, de ne pas utiliser trop d'énergie pour trop vite se fatiguer. Et franchement, je suis très content d'avoir eu cette technique avec Helge. Es waren vielschichtige Erfahrungen im Senegal. Das erste Mal, dass wir an einem ganz speziellen Ort miteinander gearbeitet haben, mit unterschiedlichen Kulturen, mit Tänzern aus Europa, aus Afrika. Und das war schon sehr, sehr interessant und inspirierend für uns. Vor allen Dingen der Tanz im Sand, in der École des Sables, die afrikanischen Tänze, in diese Welt dieser Rhythmen einzutreten. Und ich glaube dann auch für die Afrikaner danach, mit dem europäischen zeitgenössischen Tanz ganz intensiv in Kontakt zu kommen. Es gab abgesehen von den Tanztechniken einfach ganz, ganz viel Austausch in diesem Moment, einfach miteinander zu arbeiten, die Zeit miteinander zu bringen und einfach sozusagen über die Körper, über das Tanzen voneinander zu lernen und auch kulturelle Codes, die in den Körpern schlummern, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir denken, das einfach sozusagen in diesem intensiven Zeitraum aufzunehmen und von der anderen Kultur etwas über den Körper, über diese Tanztechniken zu lernen. Es ist bestimmt mein erstes Mal mit afrikanischem Tanz und mein erstes Mal in Afrika. So in das erste Woche, wir haben viel afrikanisches Tanz gemacht und das war richtig schwierig, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz anderes Technik und hat viel zu tun mit Rhythmus und ich war nicht so gewohnt und bin ich noch nicht so gewohnt mit dieser Rhythmus. They're walking together like this. Okay? I think this is similarity. Yeah? Similarity. Same. Because in Samba you see, ha, 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 da, 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 da. It's true or it's not true? Yeah, just they do one like that. Pour moi, pour être honnête, je dirais qu'il n'y a pas vraiment grande différence parce qu'ils ont tous l'habitude de danser. Et pour les Européens, c'était un peu difficile de travailler, avoir vraiment ce travail de bus. Parce que ça, c'est vraiment un peu compliqué pour eux parce que c'est un travail de temps. Et donc, bon, quand on prend le temps de pouvoir le travailler, ça fait 2 semaines sur lesquelles je travaille beaucoup sur le travail de trémulation. Et je pense que j'ai une petite satisfaction parce qu'il y a une bonne volonté de part et d'autre, que ce soit des danseurs africains que des danseurs européens. Il y a aussi des danseurs africains qui n'arrivent pas à mieux faire les mouvements que je donne. Et il y a des danseurs européens qui arrivent facilement à les maîtriser. Donc je pense que c'est le juste milieu et c'est une question de volonté. Voilà.
Rhythmus ist für uns im Tanz ganz, ganz wichtig. Rhythmus ist für uns im Leben wichtig, auch in einer technischen Abfolge. Und es ist etwas, was dort ganz, ganz stark und ganz, ganz prägend ist. I have a problem with the rhythm. Like memorizing it? I would try, but it's very difficult. Because it's not easy. It's not equal. Yeah. I mean, I anyway have a problem with like to hear to analyze from the ear and to think about this. It's never work. I have a problem with that. But if I would just do it by watching it and don't think and don't try to listen, and the body will get it. But if I try to listen, I don't get it. C'est un break. Ouais, c'est rien. Il Donc, faut pas improviser là. on improvise sur tagu gugu dadavrat, dadavrat, tagu dadavrat, tagu goose, rewre, gintas, good temps. On improvise sur les 13 temps. Interessant ist gewesen, dass wir bei den afrikanischen Tänzen zum Beispiel, man muss ganz stark zuhören. Also es gibt Momente, da sind die Trommler da und ich dachte mir, einmal machen wir 5-mal diese Bewegung und beim nächsten Mal 6-mal und ich mache es immer falsch. Kann ich mir das nicht merken, was ist da los? Das war gar nicht der Grund, sondern man muss hinhören. Es gibt so etwas wie einen Appell und wenn der Trommler den Appell gibt, ist es für den Tänzer zu sagen, jetzt geht's weiter. So einen ganz, ganz intensiven Dialog. Avec 2 bras. L'école des sables, c'est une école de rencontres et d'échanges. Et chaque fois que je retrouve des stagiaires, que ce soit hollandais, allemands, américains, ça me donne une autre vision sur le travail que je suis en train de faire en tant que professeur de danse sabar et de donner aussi ma propre danse à d'autres danseurs africains, c'est de voir encore plus clair sur les détails techniques que je suis en train de travailler sur le sabar. Parce que le sabar, c'est une danse qui est tellement compliquée, qui est tellement aérienne, où il y en a beaucoup de gens qui ne pensent que ce sont des danses qui ne sont pas codifiées. Mais moi, le travail que je suis en train de faire, c'est de partager les valeurs culturelles de ma tradition. Je suis professeur en sabar, mais je danse d'autres techniques aussi. Je suis danseur traditionnel, moderne et contemporain. Mais pour garder mes valeurs, le sabar, c'est ma culture de la région d'où je viens.
Et le sabar, c'est une danse de joie, de gaieté, de bonheur quand il y a des cérémonies de mariage, de naissance ou bien de baptême. C'est là où les gens sont autour dans le village pour célébrer ça. Et sabar, ça signifie l'instrument, sabar, ça signifie la cérémonie, sabar, ça signifie la danse. Mais chacune de ces éléments a des choses différentes. When I'm doing classical rhythm, I'm like really lost. I'm trying, the reason where I'm there is to learn another technique. And for me, like just being here in the school of John Toby is not to do what we know. If it is only that, we have to stay there. Here, we're trying, and all what we're doing, we're trying to give them the best to get like the essence from the culture from here. Dieses Zuhören, da sind die ganz, ganz gut da drin. Und das ist etwas, was uns hier leider Gottes in unserer Gesellschaft oder in unserer Form in Europa oft ein bisschen fehlt oder wo wir mehr davon haben könnten. Einfach intensiver zuzuhören, im Rhythmus, im Gespräch, im Dialog, im Leben. Das ist das etwas, was die sich behalten haben oder uns voraus haben.